Kaum zu glauben, aber wahr. Heute Ende August 2018 sind 300.000 Kilometer erreicht, in nur 9 Jahren. Das Außergewöhnlichste daran, mit der ersten Kupplung. Die Zeit ist natürlich nicht ganz spurlos vorübergegangen. Weder an der BMW noch am Fahrer. Ein paar Motorradstiefel wurde über die vergangenen 9 Jahre verschlissen und die Lederkombi hat einige Falten mehr bekommen. Die Gummi der Fahrerfußrasten unserer BMW waren nach gut 160.000 Kilometer erneuerungswürdig. Bis auf 2 Ausnahmen hat unsere BMW immer verlässlich ihren Dienst getan. Bei Kilometer 157.000 sprang sie morgens in der heimischen Garage nicht mehr an, die Elektronik der Benzinpumpe war defekt und wurde bei unserem BMW-Partner getauscht. Die Kardanwelle verhinderte bei Kilometer 241.618 eine Weiterfahrt. Glücklicherweise nur etwa 5 Kilometer von unserer heimischen Werkstatt entfernt. Bei der Gelegenheit möchte ich mich beim gesamten BMW Motorradteam in Balingen bedanken, das uns seit vielen Jahren sehr fachkompetent und äußerst freundlich betreut. Besonderer Dank gilt hierbei Roland und Jochen. Was neben den beiden Vollausfällen über die 300.000 Kilometer noch so passiert ist, will ich in den kommenden Minuten gerne berichten. Die ersten 150.000 Kilometer verliefen ohne nennenswerte Vorkommnisse, mit Ausnahme mehrerer defekter H7 Glühlampen. Mehr zu dem Problem gegen später. Den ersten Ärger gab es bei 150.000 Kilometer. Der rechte Heizgriff funktionierte nicht mehr und musste ausgetauscht werden. Bei 158.000 Kilometer waren die Bremsscheiben verschlissen und wurden erneuert. Die elektrische Höhenverstellung des hinteren Federbeins gab ihre Funktion bei Meilenstein 175.000 auf. Wegen der hohen Kosten für ein neues Federbein haben wir auf den Austausch verzichtet. Wir fahren unsere BMW seither mit oberster Federvorspannung, was sowohl solo als auch mit Socia und Gepäck bestens funktioniert. Im Rahmen von dem Austausch der Kardanwelle wurde das Hinterachsgetriebe wegen leichten Spiels vorsorglich getauscht. Dies geschah, wie eingangs erwähnt, bei 240.000 Kilometer. Ein Ölservice an Gabel und Federbein bei 265.000 Kilometer machte das Fahrverhalten unserer RT quasi wie neu. Das bisher letzte Highlight war der Austausch der Starterbatterie bei Kilometer 280.000. Sie hat mehr als 8 Jahre durchgehalten. In Summe betrachtet sind die 300.000 Kilometer doch ganz gut gelaufen. Dauerärgernis über die Strecke war allerdings der hohe H7-Birnenverschleiß. Schauen Sie selbst, was da so zusammengekommen ist über die Zeit. Stück, ohne die ersten 4, die nicht erhalten geblieben sind. Demgegenüber erscheint der Reifenverschleiß eher gering. 48 Vorderreifen und 62 Hinterreifen wurden auf die 300.000 Kilometer von unserer BMW verbraucht. Bei der Gelegenheit noch einige Worte zu den Reifen und dem Fahrverhalten unserer RT. Wer etwa glaubt, die R1200 RT sei ein behäbiges Tourenschiff, denkt komplett falsch. Mit den gefahrenen Metzeler Roadtec Z6 oder Z8 lässt sich die RT äußerst dynamisch um die Ecken zirkeln. Dabei bleibt sie immer recht gutmütig, auch bei voller Zuladung. Im Grenzbereich verhalten sich die Reifen feinfühlig und kündigen diesen frühzeitig an. Wobei die Fußrasten sich bereits viel früher hören lassen, deutlich bevor die Grenze der Reifenlaufflächen erreicht wird.
Gleiches wie für die Fußrasten gilt auch für den Hauptständer. Keine Frage, die BMW A1200 RT lässt sich äußerst sportlich fahren. Der großartige Wetterschutz der Verkleidung und eine mögliche Reichweite von mehr als 600 km machen die RT in der Gesamtheit der Eigenschaften zu einem der besten Motorräder, die ich bisher gefahren habe. Apropos Kraftstoffverbrauch. Dieser liegt aktuell bei knapp 4 Liter Super Plus. Er hat sich über die Laufstrecke mehr und mehr reduziert, von anfänglich 4,5 Litern, bei vergleichbarer Fahrweise. Der Autobahnanteil bei den 300.000 Kilometern war verschwindend gering. Viele spannende Reisen erfreuen unsere Erinnerung. Die erste davon führte 2009 über den Balkan, vorbei an vielen damals noch nicht geräumten Minenfeldern und zerschossenen Häusern, so als wäre der Balkankrieg vortags zu Ende gegangen. Ein weiteres Highlight war eine Europatour in 2014. Sie führte in 13 Tagen durch 7 Länder über 7.500 Kilometer Strecke. Das Manuskript für ein Buch zu dieser verrückten Tour ist demnächst fertig. Es soll spätestens Anfang 2019 als E-Book erscheinen. So, das soll es nun gewesen sein. Dann machen wir uns also langsam auf den Weg zu den nächsten 100.000 Kilometern. Für den Motor wohl kein Problem. Dies lässt der nach wie vor geringe Ölverbrauch erwarten. Mal schauen, wie lange die erste Kupplung noch hält. Sie finden weitere interessante Videos auf unserem YouTube-Kanal.